Hallo, mein Name ist Timothy. Ich bin Trainer bei Strong Energy. Wir möchten euch heute zeigen, wie wir unser Alfred All-in-One-System aufbauen und installieren. Dafür habe ich tatkräftige Unterstützung von Martin Lübke Elektrotechnik. Und dann können wir eigentlich sofort loslegen. Wir beginnen mit dem Sockel. Das ist der Sockel von der Unterseite. 4 einstellbare Füße mit Kontermutter. Oberseite, hier kann man unser Sockelstecksystem sehen, kommen wir später noch zu. Es gibt keine Verkabelung mehr, die Komponenten werden einfach alle nur übereinander gesteckt und über dieses Stecksystem miteinander verbunden. Dann beginnen wir jetzt und richten den Sockel erstmal aus. Abstand ca. 50 mm von der Wand und von der Höhe her 100 mm. Das ist jetzt unser Batteriemodul. Hier kann man wieder sehen, einmal von oben Sockel, einmal von unten Steckverbinder. Und jetzt könnt ihr gleich wunderbar sehen, wie einfach sich das installieren lässt. So einfach ist es. So, jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Batteriemodul. Je nachdem, welche Kapazität ihr installiert, wiederholt sich der Vorgang jetzt 5 oder 6 Mal. Ich empfehle immer, die Modulspannung zu messen, bevor man das nächste Batteriemodul draufbaut. So, wir haben jetzt die Installation der Batteriemodule abgeschlossen und können jetzt mit unserer BDU, sprich Batterie Distribution Unit, weitermachen. Hier haben wir Schnittstelle für Wartung, das ist der Ein- und Austaster. Auf der anderen Seite haben wir dann den integrierten DC-Schalter. Und auch hier wieder gleiches Prozedere, einmal drauf gesteckt, fertig. Wir kommen jetzt zu unserem Herzstück, das ist der Wechselrichter. Hier haben wir jetzt unseren Alfred fertig aufgebaut. Wir haben den Sockel, die 5 Batteriemodule, die BDU und den Wechselrichter. In der jetzigen Konfiguration 12 Kilowattstunden Batteriekapazität mit 10 Kilowatt Wechselrichter. Man kann das System aufrüsten bis zu 24 Kilowattstunden Batteriekapazität. Kommen wir jetzt zu unserer Switchbox. Die Switchbox kann optional installiert werden. Vorne sehen wir das Energiemessgerät, Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter. Hier an der Seite sind die Anschlüsse, die dann zur Hausverteilung gehen. Hinten sehen wir die 2 Anschlussleitungen für den Wechselrichter. Das ist alles schon vorkonfiguriert und fertig montiert. Das ist die Leitung vom Energiemessgerät. Der Aufbau von dem Alfred 10 ist jetzt fertig. Martin, wir haben jetzt knapp 20 Minuten für die Montage gebraucht. Dann können wir jetzt weitermachen mit der Inbetriebnahme des Systems. Okay, kommen wir jetzt zu den Anschlüssen. Wir nehmen zuerst die AC-Leitung, die von der Hausverteilung kommt. Die schließen wir jetzt an der AC-Buchse an. Alle Stecker sind farblich kodiert, sodass eine Verwechslung ausgeschlossen ist. Als nächstes haben wir dann den Verbrauch. Blauer Stecker auf blaue Buchse. So, dann folgen die 2 Anschlussleitungen, die von der Switchbox zum Wechselrichter gehen. Auch hier wieder grauer Stecker kommt auf graue Buchse und schwarzer Stecker kommt auf schwarze Buchse. Also jetzt kommt die Leitung vom Messgerät RS485, zack. Das hier ist BMS-Kommunikation und die beiden PV-Leitungen Plus auf Plus, Minus auf Minus. Als letztes müssen wir jetzt noch den Internet-Dongle am Wechselrichter anschließen und festschrauben. So, dann können wir unseren Alfred jetzt in Betrieb nehmen. Zuerst schalten wir die Sicherung ein, dann den DC-Trenner an der Batterie und als letztes die Batterie starten. Der Aufbau und die Verkabelung vom Alfred sind abgeschlossen. Als nächstes folgt jetzt die eigentliche Inbetriebnahme mit Hilfe unserer App.